In the German language, we do have 6 Modalverben, 6 modal verbs. And in this video, I'm going to show you how you can use them in Präteritum. Was ist Präteritum? Präteritum is the simple past. As you might know, usually, especially in spoken language, in German, we use the perfect tense, the present perfect tense, das Perfekt. But there are certain verbs which we almost only use in Präteritum, in simple past. Those are sein und haben. Sein, zum Beispiel ich war, und haben, ich hatte, in simple past, in Präteritum, plus also those 6 modal verbs. So whenever you want to talk about the past using a modal verb, you will have to use it in Präteritum. Let's look at the grammar little quick. Was ist ein Modalverb? Das da ist Monika. Monika kann gut singen. Monika kann gut singen. Monika can sing well. Now what we have here, we have können, conjugated kann, which is the modal verb, and we have singen, which is the main verb, das Hauptverb. And this is the thing about modal verbs, and you always have a modal verb which you conjugate, and then at the end of the sentence you have the main verb, which is in infinitive form, the original form. Now, how is it about this Präteritum? How does it look like this? It's actually pretty much the same, except that the conjugation is different. Monika konnte gut singen. She could sing well. So again, we have the modal verb on the second position, conjugated verb, and then singen is the main verb at the end of the sentence. So the only thing that changes, you have to change the conjugation of the modal verb when using it in Präteritum. Fangen wir an mit können, can or be able to. The present tense conjugation, ich kann, du kannst, er, sie kann, wir können, ihr könnt, sie können, in Präsens. Important, modal verbs are irregular verbs, especially in the singular form of the conjugation. Now, how does it look for Präteritum? Ich konnte, du konntest, er, sie, es konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten. Das ist die Konjugation im Präteritum. Machen wir ein paar Beispiele. Wir fangen an mit ich. Ich konnte schon mit 3 Jahren schwimmen. Ich konnte schon mit 3 Jahren oder mit 3 schwimmen. I was able to swim when I was 3. Ein Beispiel mit du. Konntest du mit 4 Jahren lesen? Konntest du mit 4, you can actually drop this, Jahren lesen? Did you know how to read at the age of 4? Und ein Beispielsatz mit ihr, Plural. Konntet ihr die letzte Frage beantworten? Konntet ihr die letzte Frage beantworten? Were you able to answer the last question? Das nächste Verb ist wollen, is want. Again, present tense conjugation, irregular, ich will, du willst, er, sie will, and then regular, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Präteritum, ich wollte, du wolltest, er, sie, es wollte, wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. And as you can see, I put the endings in red. Why? Because they are all the same endings for all modal verbs in Präteritum. So usually you have this verb stem, woll, and then you add this ending te for ich, test for du, and so on. So this is going to be the same endings for all the modal verbs. Beispiel mit ich. Ich wollte letzte Woche meine Oma besuchen. Ich wollte letzte Woche meine Oma besuchen. I wanted to visit my grandma last week. Probably I didn't go. Ein Beispiel mit er, sie, es. Warum wollte Phil gestern nicht mit dir sprechen? Warum wollte Phil gestern nicht mit dir sprechen? Why didn't Phil want to talk to you yesterday? Und Plural, dritte Person, sie, die Kinder wollten gestern nicht Pizza essen. Die Kinder wollten gestern nicht Pizza essen. The children did not want to eat pizza. Komisch, that's weird, right? Here just a small side note. I used a lot of negative sentences. This has a reason, because positive sentences are
quite easier. They are easier, but this negative sentence with this problem with this nicht, the position of nicht. So a lot of my examples will be negative. I don't want to sound negative or something. I'm not at all, but it's just to you get used to make negative sentences, to hear them more often, so you will have less problem when when negating a sentence. Das nächste Verb ist müssen, have to. Not must is important, it's have to, you have to do something. Müssen im Präsens, ich muss, du musst, sie muss, unregelmäßig, und dann regelmäßig, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Präteritum, ich musste, du musstest, sie es musste, wir mussten, ihr musstet, sie mussten. Beispiele mit ich musste als Kind immer das Geschirr abwaschen. Ich musste als Kind immer das Geschirr abwaschen. I always had to wash the dishes when I was a child. Ja, leider. Beispiel mit sie es. Nadia musste gestern Abend länger arbeiten. Nadia musste gestern Abend länger arbeiten. Nadia had to work late last night. Länger ist Komparativ von lang. If you want to know more about how to use comparative and superlative for adjectives, how to build them, there is a card up here on top. Und ein Beispiel mit Plural. Musstet ihr gestern wieder Überstunden machen? Musstet ihr gestern wieder Überstunden machen? Did you have to work overtime again yesterday? Überstunden machen is to do or to work overtime. Das nächste Verb ist dürfen. Und dürfen ist allowed to be allowed to. Im Präsens wieder unregelmäßig. Ich darf, du darfst, sie es darf. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Präteritum sieht das so aus. Ich durfte, du durftest, sie es durfte. Wir durften, ihr durftet, sie durften. Beispiel mit ich. Ich durfte mit 16 Jahren alleine ins Ausland reisen. Ich durfte mit 16 Jahren alleine ins Ausland reisen. I was allowed to travel abroad alone when I was 16. Ja, meine Mutter war sehr nett. Ein anderes Beispiel mit du. Durftest du als Kind bei Freunden übernachten? Übernachten ist es sleep over somewhere. Durftest du als Kind bei Freunden übernachten? Were you allowed to sleep over at a friend's house when you were a kid or when you were a child? Und ein Beispiel mit sie, Plural. Wie lange durften deine Kinder früher draußen bleiben? Wie lange durften deine Kinder früher draußen bleiben? Das früher is always this used to talk about the past, but further down the road. So it's like more like back in the days. How long were your kids allowed to stay out in the past and when they were young? Das nächste Verb ist mögen and like. And here a small side note as well. Mögen and the next one is sollen. Those are not common used for Präteritum. So the first four ones we had, those are important in Präteritum. Mögen and especially sollen is not really common used, but still possible. So we also gonna do it. Mögen im Präsens, ich mag, du magst, sie mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Now Präteritum here looks quite different. There's something you have to memorize. Ich mochte, du mochtest, sie es mochte, wir mochten, ihr mochtet, sie mochten. Ein Beispiel mit ich. Als Kind mochte ich kein Gemüse. Als Kind mochte ich kein Gemüse. As a child, I didn't like to eat vegetables. Now here you see, okay, there is this mögen, mochte im Präteritum, but there is no main verb, kein Hauptverb. Warum? The reason is mögen, even though it is a modal verb, we usually use it together with a noun, like here Gemüse, and therefore we use it as a main verb already. So mögen you can use as a main verb. This means you don't have to have a second verb at the end. It is possible, and you could say, als Kind mochte ich kein Gemüse essen, but sounds a little bit weird. And
it's not common used. So more common, just mögen as a Hauptverb. Ein Beispiel mit er, sie, es. Robert mochte den Film überhaupt nicht. Robert mochte den Film überhaupt nicht. Robert didn't like the movie at all. Und eine Frage mit du. Welches Essen mochtest du als Kind nicht? Welches Essen mochtest du als Kind nicht? Das ist eine Hausaufgabe. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Welches Essen mochtest du als Kind nicht? Zum Beispiel, als Kind mochte ich kein Gemüse. Als Kind mochte ich keinen Fisch. Zum Beispiel. Let me know down in the question which food you didn't like as a child. Und das letzte Verb ist sollen, supposed to. Präsenskonjugation, ich soll, du sollst, er, sie soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Im Präteritum sieht das so aus, ich sollte, du solltest, er, sie, es sollte, wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Beispiel mit ich sollte gestern einkaufen gehen. Ich sollte gestern einkaufen gehen, I was supposed to go shopping yesterday. Ein Beispiel mit wir. Wir sollten letzte Woche jeden Tag trainieren. Wir sollten letzte Woche jeden Tag trainieren. We were supposed to practice every day last week. Here, just again, small side note. Why it's not common to use sollen in Präteritum? Because sollen as a modal verb is usually used to give somebody a suggestion. Der Arzt sagt, du sollst mehr Tee trinken. So this sollen is used in most situations to give somebody a suggestion. And when we talk about the past, we were supposed to practice every day, we probably would use müssen more often. So we would maybe say, wir mussten letzte Woche jeden Tag trainieren. We had to do this. It's not that common to use it in Präteritum when giving a suggestion. Und das letzte Beispiel, Plural, die Schüler sollten für heute einen kleinen Text schreiben. Die Schüler sollten für heute einen kleinen Text schreiben. The students were supposed to write a short text for today. Maybe two teachers are talking to each other. One is the substitute and the other is the main teacher. And he asked him, was waren die Hausaufgaben? What was the homework? And then the substitute teacher says, die Schüler sollten für heute einen kleinen Text schreiben. Bonus tip, because first we do our bonus tip, a small tip, and it's like helping you how to create the Präteritum of those modal verbs. What we do, we actually just look at the infinitive form. And then we also look at the Präteritum form. So the infinitive and the original form, and then the Präteritum form. And as you can see, we always have the same letter on the second position. So können becomes konnte. The only difference, and this is important, the umlaut and these two dots on top of the O, they disappear. So können becomes konnte, wollen becomes wollte, same, there's no umlaut. Müssen becomes musste, because there is an umlaut, so again, get rid of the umlaut. Dürfen, same, becomes durfte. Mögen, same, becomes mochte. The second letter is the same, it's just this mochte is pretty irregular. Und sollen is the same, becomes sollte. And if you are in A1 level or in the beginning of learning German, and you think, maybe those modal verbs in present tense, I also don't really get them properly. We have a complete playlist right up here about each and every modal verb, 6 small videos in detail about all those modal verbs. I hope you learned something. I hope you like this video. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und bye bye.